Moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute soll es mal um den Netgear GS308E Netzwerk-Switch gehen. Das ist ein Gigabit Ethernet-Switch, der auch eine Benutzeroberfläche hat, und heute gibt es mal mein Review dazu. Viel Spaß mit dem Video. Im Lieferumfang des Netgear Switches sind alle nötigen Teile enthalten, also Netzteil, Bedienungsanleitung und natürlich der Switch selber. Ihr müsst beim Kauf auf jeden Fall beachten, dass ihr euch noch die passenden LAN-Kabel dazu holt, weil ihr braucht, um den Switch mit dem Router zum Beispiel zu verbinden, natürlich noch ein zusätzliches Kabel. Da müsst ihr auf jeden Fall dran denken. Der Switch ist meiner Meinung nach sehr hochwertig verarbeitet. Das Gehäuse ist komplett aus Aluminium gefertigt, was, denke ich, vor allem der Kühlung des Switches dient. Das Gehäuse erwärmt sich auch während dem Betrieb leicht. Auf der Vorderseite des Switches ist dann eine Power-LED angebracht, die zeigt, ob der Switch an ist. Und natürlich die 8 LAN-Ports und ein kleiner Reset-Button. Auf der Unterseite des Switches sind dann noch die Standard-Benutzerdaten für die Benutzeroberfläche des Switches. Ihr könnt die natürlich auch ändern, das Passwort und so weiter. Auf der Rückseite des Switches befinden sich dann nochmal ein kleiner Stromanschluss und so ein Kingston Lock Funktion, womit ihr den Switch dann praktisch so sichern könnt, dass man den nicht einfach wegnehmen kann. Nun kommen wir zur Performance von dem Switch. Der Switch hat bei mir alle Herstellerangaben eingehalten, Gigabit Ethernet problemlos möglich, überhaupt keine Kompatibilitätsprobleme mit irgendwelchen Geräten, das hat auf jeden Fall super funktioniert. Was für mich noch wichtig zu testen war, ist die Latenz von dem Switch. Da ist bei mir eine Latenz von unter einer Millisekunde rausgekommen, was, denke ich, vor allem die Gamer unter uns erfreuen. So, ich bin jetzt hier in der Benutzeroberfläche von dem Netgear Switch. Hier könnt ihr ein paar Sachen einstellen, am Anfang wie zum Beispiel den Namen. Ich habe mich einfach mit dem Passwort eingeloggt, was unten auf dem Switch drauf stand. Hier unten könnt ihr dann noch die IP-Adresse von dem Switch und Gateway und alles weitere verändern. Hier links im Menü könnt ihr dann den Port-Status zum Beispiel auch aufrufen und einsehen. Hier seht ihr, jetzt ist alles mit Gigabit angebunden. Da kann man dann auch sehen, welche Ports angebunden sind und die Geschwindigkeit verändern. Hier könnt ihr dann noch die Loop-Erkennung an- und ausschalten. Hier könnt ihr noch den Verwaltungsmodus einstellen, zum Beispiel ob ihr den nur über den Webbrowser oder über die Logitech Plus Utility Software steuern wollt. Das ist einfach so eine Software von Logitech, die ihr euch auf den PC runterladen könnt und den dann darüber steuern könnt. Hier in der Wartung könnt ihr dann noch das Passwort ändern, Firmware aktualisieren und alles weitere, um für den Switch, um den zu verwalten. Ihr könnt zum Beispiel auch eure Konfiguration sichern. Hier in der Überwachung könnt ihr dann noch sehen, wie viel von euren Ports gesendet und empfangen worden ist. Dann könnt ihr noch die Portspiegelung aktivieren und im unteren Punkt könnt ihr dann noch die Kabel des Switches testen. Ich mache das jetzt einfach beispielsweise mal mit Port 2. Das dauert immer so ein paar Sekunden und dann sehen wir auch gleich das Testergebnis. Hier sehen wir, alles in Ordnung, die Verbindung ist okay, kein Kabeldefekt oder ähnliches. Hier könnt ihr dann noch was einstellen, da kenne ich mich jetzt nicht ganz so aus, ich wollte es euch einfach nur der Vollständigkeit halber zeigen. Hier könnt ihr dann auch das VLAN aktivieren. Ich aktiviere das hier mal ganz kurz. So. Dann könnt ihr hier jetzt einzelne Sachen für die Ports einstellen, welche Gruppe die angehören sollen. Ich deaktiviere das jetzt hier erstmal kurz wieder. Hier könnt ihr dann noch andere Sachen einstellen zu dem VLAN. Wie gesagt, Netzwerktechnik kenne ich mich nicht ganz so gut aus. Ich aktiviere euch das jetzt mal kurz. Hier könnt ihr jetzt sehen, nochmal so einzelne Gruppen mit den VLANs erstellen. Hier könnt ihr dann noch QoS aktivieren, das ist Quality of Service, wie da oben schon steht. Das kann dann zum Beispiel den Switch verschnellern, wenn ihr zum Beispiel Internettelefonie oder ähnliches macht. Ihr könnt das aber auch nochmal manuell konfigurieren, der Switch macht das aber eigentlich schon automatisch. Hier könnt ihr dann noch ein Übertragungslimit für einzelne Ports einstellen.
Man sieht jetzt hier keine Liste, aber da könnt ihr alles in den typischen Schritten einstellen. Hier könnt ihr dann auch Broadcast-Filterung aktivieren. Wozu das jetzt genau nötig ist, weiß ich tatsächlich zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Hier hinten könnt ihr euch dann auch die Benutzeranleitung und euch Support zum Switch holen. Das übliche, wenn ihr jetzt zum Beispiel die Anleitung mal verloren habt. Hier könnt ihr dann euch auch noch den Switch registrieren lassen. Ich glaube, es gibt dann nochmal etwas längere Garantie. Das war im Großen und Ganzen schon die Benutzeroberfläche. Finde ich sehr übersichtlich gestaltet, hat auch recht viele Optionen. Meiner Meinung nach eine sehr schöne Benutzeroberfläche. Abschließend kann man sagen, dass der GS308E ein solider Ethernet-Switch ist mit einer Gigabit-Anbindung. Für den Preis von 30 € ist der Switch eine absolute Empfehlung. Das Gehäuse ist sehr hochwertig verarbeitet, Metall, wie gesagt. Auch die geringe Latenz, für Gamer vor allem, hat mich sehr erfreut. Allgemein kann man sagen, ich kann den Switch euch auf jeden Fall empfehlen. So, das soll es jetzt aber auch schon wieder von diesem Video sein. Drückt gerne den Abo-Button, wir sind kurz vor den 100 Abonnenten, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir die noch dieses Jahr knacken. Gebt auch gerne einen Daumen nach oben und jetzt habt noch einen traumhaften Tag. Ciao, ciao.